In unserer Rolle als Mentoring-Koordinatoren kommen wir jetzt zu einem Punkt, auf den Sie sicher schon lange gewartet haben, nämlich wie sieht das denn in der Praxis aus? Wie genau können wir das denn jetzt umsetzen? Bevor wir beginnen mit den Details, gibt grundsätzlich, ich sage mal, zwei Arten, wie man vom Pferd fallen kann. Es gibt zwei grobe typische Fehler, die Projektverantwortliche oder Mentoring-Koordinatoren begehen, also von der Grundidee her. A, sie geben gar nichts vor. Sie überlassen alles den Tandems. Also viele Tandems kommen gar nicht erst in eine verbindliche Zusammenarbeit hinein. Die Logik ist, wir wollen einfach den Menschen Freiheit geben und nichts vorgeben. Wenn der Prozess so funktionieren würde, dann wären die Menschen ja sowieso schon die ganze Zeit dabei, sich zu Mentoren und zu Mentees zu unterstützen. Es gibt wohl einen Grund, warum der nicht sowieso schon die ganze Zeit wie ein Selbstläufer läuft, sondern wir überhaupt uns mit Struktur auseinandersetzen. Das heißt, dieses Prinzip gar nicht vorgeben, funktioniert zumindest selten. Oder man gibt einfach extremst viel vor, einfach jeden Schritt, Vereinbarungen, Checklisten, Verträge und so weiter. Und das heißt, es schafft ein Gefühl von Bürokratie. Unsere Grundprinzipien, auf die wir jetzt gerade nochmal zurückkommen, sind Präsenz, also wir wollen als Koordinator, als Unternehmen schon präsent sein. Wir wollen schon, dass das die Teilnehmer schon irgendwie positiv spüren, dass das ein Programm des Unternehmens, der Organisation ist, dass das etwas Besonderes ist, was man ihnen auch, ja, wo man ihnen auch Wertschätzung mitgeben möchte. Also ein Stück Präsenz möchten wir schon geben. Gleichzeitig möchten wir das Programm einfach gestalten. Wieder das japanische Prinzip Zen, Fokus auf das Wesentliche, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Und wir wollen vor allen Dingen Fokus auf Persönlichkeit, also wenig Administration, sehr persönlich sein und einfach herausstellen, dass das ein persönlicher Prozess ist. Mentor, Mentee sprechen miteinander über sehr persönliche Themen. Auch als Koordinatoren sind wir Menschen, die ansprechbar sind, die Ideen, Visionen mit einbringen. Und diese Persönlichkeit, die jeder von uns einbringt, die wollen wir einfach sehr, sehr weit in den Vordergrund stellen. Und das sind einfach unsere drei Prinzipien, auf die wir uns fokussieren, wenn wir über die operative Umsetzung nachdenken. Ziel der Betreuung ist 4 Punkte. Wir wollen ganz konkret von den Teilnehmern Feedback haben in jeder Phase. Wir wollen von den Teilnehmern Input oder wir wollen den Teilnehmern Input geben als Koordinatoren, zum Beispiel da gibt es einen Termin, da gibt es eine Weiterbildung oder auch da gibt es nochmal eine Idee oder auch natürlich das Input zu Beginn zur Gestaltung der Rolle, die Refresher-Schulung. Also wir geben den Teilnehmern Inhalte, ein Stück Leitfäden an die Hand. Wir wollen bei der Betreuung das Programm evaluieren. Evaluation ist ja nicht etwas, was nur ganz am Ende stattfindet, schon idealerweise im laufenden Prozess. Wir wollen ein Feedback haben von den Teilnehmern, also das Programm, die Effizienz des Programms oder Wirksamkeit wollen wir evaluieren. Und das Ganze wollen wir eben zu Beginn, im Verlauf und gegen Ende haben. Wir wollen noch etwas anderes haben, vielleicht auch noch Erfolgsstories für Marketing und Kommunikation. Das heißt, um so ein gewisses Overengineering zu vermeiden, wollen wir einen sehr flexiblen, adaptiven Betreuungsprozess haben, Präsenz ohne Korsett. Und wir wollen die unterschiedlichen Kommunikationstypen abholen. Es gibt Menschen, die sprechen lieber oder denen fällt das Sprechen leichter. Manche schreiben ihre Ideen lieber auf und manche treffen sich so viel lieber persönlich. Also das heißt, die verschiedenen Kanäle, über die Menschen am freisten erzählen oder etwas von sich weitergeben, die verschiedenen Typen wollen wir eben auch erreichen. Und das ist nochmal wichtig, wir wollen eine verlässliche Qualität des Programms, obwohl wir als Koordinator, zum Beispiel als Personalentwickler, viele Programme zu betreuen haben. Denn für viele von uns ist es Realität, dass
entweder das Mentoring-Programm sehr, sehr groß ist oder das Mentoring-Programm nicht so groß ist, aber nur eins von vielen Programmen ist, die wir zu betreuen haben. Wir haben noch Führungskräfteprogramme, wir haben Weiterbildung und zu begleiten, zu betreuen, und Mentoring ist eben einer der Bausteine. Das heißt, wir wollen eine verlässliche Qualität haben, obwohl wir gedanklich nicht immer im Prozess sind. Für viele von uns ist das eben der Alltag. Also wie kriegen wir diese Punkte am besten umgesetzt im laufenden Prozess? Also kurz schon erwähnt, persönlich schaffen wir mit Kick-Off und mit Refresher und gegebenenfalls mit Netzwerktreffen, wenn dann welche zwischendurch stattfinden, und natürlich Abschluss. Wir wollen ein telefonisches Nachfassen, zum Beispiel 2-mal im Jahr. Wir wollen schriftlich evaluieren, und zwar für die quantitative Auswertung und auch qualitative Fragen. Quantitativ heißt, ich will wissen, wie viel Prozent sind zufrieden oder wie viel Prozent arbeiten am Thema X, was auch immer mein quantitatives Ziel ist. Und ich will natürlich qualitative Fragen haben, was war Ihr Highlight? Ja, was war das Besondere? Einfach Stories haben. Warum Wege kommunizieren? Eben weil sich Menschen unterschiedlich leicht oder schwer tun, auf bestimmten Kanälen Dinge eben mitzuteilen. Das heißt, ein paar Dinge, die ich inhaltlich wissen möchte: wie läuft es, wo besteht Unterstützungsbedarf, quantitativ Skala von 1 bis 5, Stories, Highlight, oder wie hat das Unternehmen aus Ihrer Sicht von dem Programm profitiert, Fragen zur Weiterentwicklung des Programms, also zu Ihrer Rolle als Koordinator oder Ideen, was wir in Zukunft noch weiterentwickeln können. Indem Sie, und das ist einfach nochmal, indem Sie die verschiedenen Ebenen, wie zum Beispiel jetzt diese Checkliste, präsent haben, können Sie auch kurze Gespräche auf dem Flur, oft ist man ja in einem Unternehmen, einer Organisation zusammen, nutzen, um dann zum Beispiel kurz zu fragen, was ist denn Ihr Highlight bis jetzt? Ach, das ist ja eine spannende Geschichte. Wollen wir uns einfach nochmal auf einen Kaffee treffen und erzählen Sie mehr davon, oder mögen Sie mir die kurz aufschreiben, je nachdem, ob es dem anderen Schreiben oder Sprechen leichter fällt. Das wäre doch etwas für die Mitarbeiterzeitung. Ja, so können Sie das Potenzial auch kleiner Begegnungen zwischendurch nutzen, um einfach noch zusätzlichen Wert diesem Programm zu geben. Wir schauen uns jetzt an, wie wir das in einer Projektplanung umsetzen können, also in den konkreten Schritten im Einzelnen. Für die Implementierung habe ich verschiedene Fragen, zum Beispiel, was will ich erreichen, KPIs, alle Bausteine, Rahmenbedingungen zusammenstellen, zum Beispiel Chef oder Geschäftsführer, Betriebsrat, Führungskreis vorstellen, Aushang machen, konkreter Mentee-Bedarf, Entwicklungsfelder, Pool von Mentoren, mit beiden anhand des Profils abstimmen, Vorstellung, E-Mail-Match, den Prozess schauen wir uns noch im Detail an, Kick-Off-Schulung und Einsetzen des Betreuungsprozesses. Wie kann sowas eine Abfolge aussehen? Hier ist zum Beispiel einmal ein Beispiel mit einer Abfolge. Das heißt, wir haben hier den Zeitpunkt 0, ist der Kick-Off. Diesen Zeitpunkt setzen wir als Planungszeithorizont. Also wann soll das Programm ungefähr starten? Es macht Sinn, quasi mit diesem Datum zu beginnen. Denn dieses Datum ist etwas, ich sag mal, wir empfehlen, wenn Sie das Programm nachhaltig umsetzen möchten, über mehrere Jahre, sich über das Datum des Starts Gedanken zu machen. Denn idealerweise belassen Sie das Datum im selben Zeitraum. Angenommen, Sie starten im Juni, ja, weil Sie sagen, da wird es operativ ein bisschen ruhiger. Ist nur ein Beispiel, nicht bei allen wird es im Juni ruhiger. Nehmen Sie an, ein bisschen ruhiger, es ist noch vor den Ferien, da haben die meisten auch ein bisschen mehr Zeit, sich vielleicht auch mal, natürlich nicht im Urlaub, aber zu treffen, weil einfach weniger los ist im Betrieb. Das heißt, da haben die Menschen eigentlich am meisten Zeit, sich mal in Ruhe für so ein Gespräch zu nehmen, die Beziehung aufzubauen und in so ein Mentoring überhaupt erst hineinzukommen. Wenn im Herbst dann der Riesenstress losläuft, dann sind sie schon im Prozess drin. Also zum Beispiel. Ja, und das heißt, Sie setzen zum Beispiel den Start für den Juni und jetzt planen Sie eben rückwärts, wie lange brauchen Sie für die jeweiligen Schritte. Sie wollen sicherlich
die finale Liste der Tandems, vielleicht die offizielle Vorstellung der Mentoren-Mentees, zum Beispiel eine Woche vorher fertig haben. Sie wollen die Tandem-Vorschläge vielleicht 3 Wochen vorher fertig haben. Und das heißt, Sie können ebenso den Prozess rückwärts definieren. Das heißt, die Bewerbungsfrist, also die finale Deadline, sollte 5 Wochen oder 2 Monate vor Beginn des Mentorings sein. Das heißt, die Auswahl potenzieller Mentees eben entsprechend vorher. Das heißt, die Kommunikation jeweils des Konzepts entsprechend weiter vorher. Der Zeitraum, wie er hier beschrieben ist, ist ein praktisches, reales Beispiel. Das heißt, der ist auch aus der Realität eben genommen, wie so eine Zeitabfolge tatsächlich ablaufen kann. Wir rufen uns gerade nochmal die Phasen in Erinnerung, beziehungsweise spezifisch diese kleinen Punkte, die wir hier haben. Wir hatten gesagt, die nutzen wir nachher für die Betreuung, für das Betreuungskonzept. Das heißt, ich habe grob hier Kennenlernphase Monat 0 ist dieser Strich, Monat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis 12. Und gestalte also jetzt den Begleitprozess, den Betreuungsprozess anhand dieser Kurve. Und so ist ein Beispiel, wie es in der Praxis aussehen kann. Ich sehe hier den Monat 0, das Kick-Off, ja, das Kick-Off-Training, Mentor-Mentee-Training. Je nachdem, ob das Match vor oder nach dem Kick-Off stattgefunden hat, mache ich nochmal eine Abfrage, passt es für Sie? Und diese Abfrage am besten nicht per E-Mail machen, weil man als Mentee zu einer gewissen Höflichkeit neigt und vielleicht nicht per E-Mail kommuniziert, dass man nicht ganz sicher ist, ob es passt. Also diese Abfrage durchaus persönlich machen. Wir sehen erstmal hier, wir haben das Kick-Off persönlich, wir haben hier einen Anruf, E-Mail, persönlich, also wir haben eine Kombination auf der Artenseite zwischen persönlich, Anruf, E-Mail, persönlich. Und wir haben hier die verschiedenen Ziele. Also wir haben das Thema Betreuung, wir haben das Thema Evaluation und wir haben das Thema Marketing, Kommunikation als verschiedene Ziele. Und diese kombinieren wir jetzt also in regelmäßige Impulse. Warum regelmäßige Impulse? Was in der Praxis manchmal passiert ist, dass Koordinatoren am Anfang des Durchlaufs selbst komplett übermotiviert sind und einfach ganz viel reingeben und irgendwann ist die Luft raus oder es kommen so viele andere Programme rein, dass man selbst einfach nicht mehr schafft, hinterherzukommen. Deswegen planen wir von vornherein einen regelmäßigen Kontaktprozess. Und zwar so, dass wir auch als Koordinator uns nicht irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt übernehmen und dann in der Versenkung verschwinden, sondern einfach eine konstante, leichte Präsenz zeigen. Also, wir haben jetzt eben den Monat 0 den Kick-Off, der ist persönlich, gibt Dynamik. Wir fragen zum Beispiel nach einem Monat, passt das alles so, nochmal kurz persönlich nach. Wir haben dann zum Beispiel Monat 2 eine E-Mail. Das könnte zum Beispiel schon die Einladung zur Refresher-Schulung im Monat 4 sein. Ja, also einfach ein Impuls, dass die Teilnehmer von uns gehört haben, wie eben diese leichte Präsenz haben. Da können wir schreiben und Fragen immer gerne auf uns zukommen. Wir haben in Monat 3 zum Beispiel eine E-Mail-Feedback-Abfrage. Da können wir quantitative Fragen stellen auf einer Skala von 1 bis 5. Und um so das Programm schon mal zu evaluieren oder die Qualität des Matchings und so weiter, eben schon erste Evaluationsergebnisse zu bekommen. Wir haben dann Monat 4, zum Beispiel persönlich Refresher-Schulung. Da sehen wir uns persönlich, haben nochmal die Möglichkeit, Gespräche zu gehen, kommen in viel mehr Tiefe rein, in viel mehr Kontakt mit den Teilnehmern, erfahren sehr, sehr viel mehr, haben neue Ideen.
Dann haben wir den Monat 5. Da wir uns gerade gesehen haben, schreiben wir jetzt nur eine E-Mail. Das ist ein kleiner Teaser. Ein Teaser kann heißen, Mensch, da gibt es doch eine spannende Veranstaltung. Vielleicht wäre das eine Idee, wo Sie als Mentoren, Mentees gemeinsam hingehen können. Oder da gibt es einen guten Artikel zum Thema oder ein gutes Seminar, vielleicht was wir Ihnen empfehlen möchten oder ein gutes Buch. Das kann einfach ein Inhalt als Impuls sein. Der kann gut zu Ihrem Unternehmen sein, etwas Internes, vielleicht eine kleine Erfolgsstory, die Sie bereits, also ein Teaser, ein Inhalt zum Beispiel. Dann zum Beispiel Monat 6, ein Anruf. Wir haben jetzt ein paar E-Mails geschrieben und jetzt fragen wir nochmal direkt, was sind Ihre Highlights? Erzählen Sie mal. Ja, was haben Sie geschafft, was Sie ohne Mentoring nicht geschafft haben? Und das sind vielleicht Stories, wo Sie fragen, ob Sie die für Marketing, Kommunikation, interne, externe Kommunikation verwenden können. Monat 7 haben wir wieder eine E-Mail, ein Teaser, eine Idee, ein Impuls. Monat 8 zum Beispiel ebenfalls etwas Leichtes, wo die Teilnehmer einfach merken, wir sind da. Und wir sind für Sie da. Monat 9 eine Feedback-Abfrage, Abfrage von Stories. Vielleicht fragen wir jetzt diejenigen, die lieber schreiben als sprechen und uns schon druckfertige Dokumente liefern. Beschreiben Sie Ihr Highlight. Beschreiben Sie den Weg, beschreiben Sie, was im Unternehmen möglich ist mit Mentoring, was ohne nicht mit. Und wir drucken es ab mit Ihrem Einverständnis. Das heißt, das wäre zum Beispiel etwas, wie wir das hier kombinieren können. Monat 10 zum Beispiel die Einladung zum Abschlussevent. Monat 11 ein Anruf, nochmal eine Abfrage besonderer Highlights, besonderer Ideen. Monat 12 sehen wir uns persönlich beim Abschlussevent, feiern gemeinsam unsere Erfolge. Die Art, das hier in der Mitte zu kombinieren, ist natürlich eine Option. Ja? Sie kombinieren es so, wie es für Sie sinnvoll ist, auch im Ablauf. Die Grundidee aber ist eben, eine regelmäßige Präsenz zu zeigen, eben am Anfang noch ein bisschen mehr eben in die Zusammenarbeit hinein zu helfen, dann eine regelmäßige Präsenz und natürlich Abfrage eben oder aktive Präsenz, indem man auch mal anruft und auch diejenigen erreicht, die vielleicht auf E-Mails nicht so viel antworten. Und eben die verschiedenen Ziele. Das heißt einfach eine Kombination von Kanälen und Zielen und das ist einfach nochmal ein Tipp für Sie, ein praktischer Tipp. Erstellen Sie zu Beginn des Programmes einmal alle Texte, also ja, alle E-Mails, die Sie im Laufe des Jahres schreiben werden, also die Teaser, und legen sie auf Wiedervorlage in Ihr E-Mail-Programm. Gegebenenfalls mit exakter Checkliste To-Dos im Kalender. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel planen anzurufen, welche Fragen wollen Sie zu dem Zeitpunkt stellen? Das ist ein praktischer Tipp, weil gerade wenn Sie viele andere Themen und Programme haben, werden Sie die Herausforderung haben, sich immer wieder neu ins Thema Mentoring hineindenken zu wollen. Und das kostet natürlich viel Kraft und Zeit. Wenn Sie aber einmal im Thema drin sind und sich für die Anrufe die Themen notieren, sich die Evaluationsbögen fürs gesamte Jahr vorbereiten, alle E-Mails einmal schreiben, Ideen, Impulse, man kann ja alles im Laufe des Jahres nochmal verändern, das ist ja gar kein Problem. Aber so, dass Sie immer schon, wenn Sie den Kalender öffnen, zu dem Datum X, wo Sie vorhaben, entweder die E-Mail rauszusenden oder den Anruf zu tätigen, da schon exakt steht, das sind die 3 Fragen, die ich stellen will, Sie einfach keinen Aufwand mehr haben, sich reindenken zu müssen. Und so, dass Sie einfach für Sie als Koordinator eben nicht immer wieder neu hineindenken zu können, sondern quasi das Thema vergessen können. Ja? Sie wissen, dass Sie einmal zu Beginn quasi sich abgesichert haben. Sie haben einen Termin im Kalender stehen, wo Sie die Teilnehmer aktiv fragen, wie es ihnen geht, wie es läuft. Und das heißt, Sie müssen nicht selbst, ich sage mal, immer wieder ein schlechtes Gewissen haben, dass Sie vielleicht noch hätten irgendwas tun müssen, noch irgendwas hätten tun können, weil Sie sich selbst eben eine verlässliche Struktur planen, in den Kalender legen und dann können Sie, es sei denn, einer der Teilnehmer meldet sich proaktiv bei Ihnen und sagt, und das ist jetzt meine Frage oder da brauche ich jetzt Unterstützung, da können Sie eben reagieren.
Und ansonsten können Sie sich ganz entspannt auf andere Themen konzentrieren und haben einfach eine Sicherheit, hier einen qualitativ hochwertigen Betreuungsprozess laufen zu haben. Ist das nicht cool? Das heißt, hier sind die Phasen nochmal kurz zusammengefasst. Das können Sie sich stoppen und im Detail angucken. Es ist eine Zusammenfassung dessen, was wir bereits besprochen haben. Hier ist einfach eine kurze Zusammenfassung dessen, was ich gerade gesagt habe, nämlich Sie kombinieren quasi die Automatik, ja, Wiedervorlage im Kalender, mit dem Persönlichen. Sie können Operatives, Administratives vergessen und dann sich auf das persönliche Gespräch freuen. Und Sie kombinieren aktiv und reaktiv. Das heißt, aktiv, Sie gehen aktiv auf die Teilnehmer zu, durch eine E-Mail, durch einen Anruf. Und ansonsten vergessen Sie es und können reagieren, wenn einer von Ihnen, der Teilnehmer, auf Sie zukommt. Ja? Und so sind Sie sicher, genug präsent zu haben und dann natürlich auf den Rest einfach reagieren zu können, wenn die Teilnehmer auf Sie dann wiederum zukommen. Wir werden immer wieder gefragt, wie viel Zeit und Kapazität wir dann einplanen müssen. Und zwar sowohl im Zeitverlauf, das heißt, wie viele Monate dauert es, bis man ein Programm aufgesetzt hat, als auch wie viele Stunden in Summe. Wir haben hier einen Überblick gemacht, auch das, da werde ich jetzt nicht jede Zahl detailliert, das können Sie kurz auch stoppen, sich im Detail angucken. Was wir aber als Schätzwert geben können, ist, dass es ungefähr 10 Stunden pro Tandem pro Jahr sind, bei einem eben entsprechend gut strukturierten Prozess, den Sie einmal am Anfang des Jahres planen, alle E-Mails schreiben, alle Einladungen verfassen und dann vergessen sozusagen. Ungefähr auf 10 Stunden pro Jahr kommen Sie, plus vielleicht noch die Trainings, also die Präsenzveranstaltungen bei einem Programm von ungefähr, sage ich mal, 10, 12, 15 Tandems. Dass Sie so einen groben Schätzwert haben, also wenn Sie diese Systematik tatsächlich nutzen. Und der zeitliche Ablauf, da hatten wir auch schon ein paar Sachen dazu gezeigt und hier nochmal eine Zusammenfassung. Wir haben hier eine Reihenfolge, wie es an einem konkreten Unternehmen in der Reihenfolge auch umgesetzt worden ist, mit veränderter Jahreszahl. Wir haben zum Beispiel jetzt im Dezember 2019 das Koordinatorentraining, also Vorbereitung des Personalentwicklers. Wir haben dann Dezember oder Januar Mentor-Mentee-Training, also das Kick-Off, Vorbereitung von Mentoren und Mentee auf die Rolle. Wir haben dann circa 4 Monate später, das Refresher-Training. Ich lasse den Lacher jetzt auch drin. Das Refresher-Training für Mentoren und Mentees, Reflexion zu der Rolle. Wir haben hier mal in diesem Sonderfall den Strategie-Workshop nicht vor Beginn, sondern nach Beginn, weil es tatsächlich manchmal so ist, dass man sagt, okay, wir wollen einfach aus den ersten Tandems einfach nochmal die Erfahrungswerte mit einarbeiten und dann ein richtiges Konzept für ein Mentoring bei uns intern machen, wo wir auch selbst schon mal ein paar Erfahrungswerte gemacht haben, wie für uns so ein Prozess sich anfühlt. Wir haben hier dann etwas Zeit versetzt, ein begleitendes Training, zum Beispiel ein Führungskräftetraining, weil es sich um ein Führungskräfteprogramm handelt, und dann eben den feierlichen Abschluss mit entsprechender Wertschätzung für die Teilnehmer nach ein Jahr nach Start des Programms. Passt das für Sie? Was finden Sie besonders gut? Was sind Ihre Ergänzungen? Was haben Sie noch erlebt und was nochmal besondere gute Tipps auch für andere? Natürlich freuen wir uns, von Ihnen zu hören. Wir machen jetzt im nächsten Schritt weiter mit dem Thema Evaluation. Das haben wir kurz angedeutet, aber da gibt es inhaltlich natürlich noch eine ganze Menge mehr. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Modul Evaluation eines Mentoring-Programms.